sagen sie auch, dass Flive Universe 5 Millionen Spieler hat. Was halt ein dicker, fetter Cap ist. Weil Gala referiert immer über registrierte Spieler und redet aber von aktiven Spielern. Ich meine, klar, gut, es ist aus dem Koreanischen übersetzt, also sagen wir aber Benefit of the Doubt. Aber selbst in ihren eigenen Dingern, in den eigenen Berichten auf der Webseite für Aktionäre, da schreiben sie auch immer 50 Millionen aktive Spieler oder 50 Millionen Spieler. Und das stimmt halt einfach nicht. Das stimmt halt einfach nicht. Es ist einfach nicht richtig. Also, klar, warum sollten sie jetzt wegen allem lügen? Sage ich gar nicht, dass sie das tun. Ich sage nur, dass man es jetzt auch nicht zu wörtlich nehmen sollte, was da alles drin steht. Bis sie nicht tatsächlich irgendwas ankündigen, können die in irgendwelchen Interviews viel erzählen. Denke ich. Da können die so viel reden, wie sie wollen. Wenn die Hälfte der Sachen, die sie erzählt haben, wirklich stimmen, dann wäre es halt schon endfrech, dass sie mit irgendeinem random-ass koreanischer Webseite machen sie ein Interview, obwohl es nicht mal einen koreanischen Flive Universe Server gibt. Aber ihre treue Community, über die sie ja auch geredet haben, quasi hier, ja, 3 Jahre treue Community, bla bla bla, international und was auch immer, und der scheißen sie einfach ins Gesicht und sagen uns gar nichts. Aber irgendwelchen random Koreanern, die nicht mal das Spiel spielen, denen erzählen sie es. Also allein schon das ist sowieso, wenn das wirklich stimmt, wäre das halt schon wieder fast schon skandalös. Weil es gibt literally keinen koreanischen Server, also warum zum Teufel veröffentlichen sie das Interview in Koreanisch und lassen uns bis einen Tag vor Serverstart im Dunkeln? Das ist schon endfrech. Also, keine Ahnung. Außerdem steht ja nichts Konkretes drinnen wegen dem Update. Weil letztes Jahr kam ja auch ein Update während FEC. Es kam eine Woche vor Ende. Also selbst wenn sie ein Update machen, weißt du ja nicht, wann sie es machen. Theoretisch. Das heißt, auch da wiederum, wie ich schon gesagt habe, ich sage nicht, dass die nicht die Wahrheit sagen. Ich sage lediglich, da steht halt nichts Konkretes drinnen. Also theoretisch, wenn sie wieder ein Update literally am 25. September machen, also eine Woche vor Ende, vor Serverende, dann hätten sie nicht gelogen, aber zeitgleich wäre es halt irgendwie auch so, naja, es ist halt eine Woche vor Ende. So ungefähr. Spoinky, danke für den Follow. Appreciate it. Und Tornado, was geht ab? Nelly Tornado. Also wenn die ein Update während dem FEC ausspielen, dass dann die Handelswaffen extrem billig werden könnten? Könnte vieles passieren, wenn sie ein Update aufspielen. Kommt halt darauf an, wann sie es aufspielen und was das Update überhaupt genau ist. Dann könnte alles Mögliche passieren, Sir. Wie wird das sein? Kann man die CS-Sachen erst ab 30 traden oder aber für dich kaufen geht? Ja, du kannst alles. Du kannst überhaupt erst ab 30 traden. Alles. Du kannst erst ab 30 traden. Also du kannst überhaupt nicht handeln, soweit ich weiß, bis Level 30. Gar nicht. So. Oder waren es nur CS-Items, aber ich meine, dass es einfach Trading nicht geht. Also für dich kaufen geht, ja. Ich meine, für dich selbst nicht kaufen wäre unlogisch. Dann könnte. wer würde dann cashen? Und was gab Jax?
Server startet um 10. Yeah. Yes, sir. Was geht ab, Mr. Tutich und Shinji? Wie geht's, wie steht's? Oh. Gibt's die AFCon umsonst? Aktuell nicht, aber dafür gibt's ab übermorgen Turtle Beach Giveaways. Headset Giveaways. Oh, die Cam. Wäre das too much, ein Excel-Doc bereitzustellen für die Fupas? Die Fupa-Owner schreiben sich rein, dann können sich 3 Paare reinschreiben. Eher nur für Day One, denke ich. First come, first serves. Ich glaube, das ist schon wieder fast zu kompliziert. Du siehst ja in-game, wer eine Party hat. Du siehst, ob er die größer hat. Und theoretisch kennst du ja eigentlich auch die Leute. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon fast wieder zu viel Aufwand, ehrlich gesagt. Was geht ab, Toasty? Jemand, der die Scrolls hat, hat ja keine Lust, da 10 Minuten nach Start rumzumachen, um die richtigen Paare einzuladen. True. Aus der Perspektive muss man es auch sehen. Das ist auch richtig. Ich meine, kannst du ja machen. Kannst du ja auf Discord fragen oder keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist dann schon fast ein bisschen zu kompliziert. Wenn wirklich jemand einen aktiven Filler braucht, weil bei ihm nur, sag ich mal, Parasiten joinen, also irgendwelche Solo-Leute, die nicht mal zu zweit sind, wovon ich eigentlich davon ausgehe, dass das kaum jemand machen wird, aber theoretisch könnte es ja sein, dann könntest du ja immer noch hier im Livestream schnell fragen, ob jemand noch eine Party sucht zu zweit. Und dann könnte man ja kurzfristig auch noch drauf reagieren, theoretisch. Also wenn du sagst, hier, ich habe eine Fupa, ich suche 2 aktive Filler, oder du sagst, du wirst Dauerskill spammen, dann wirst du schon Leute finden. Also das wird, glaube ich, kein Problem sein. Also ich gehe mal davon aus, das wird sich einfach automatisch regeln. Und falls, wie gesagt, einer Pech hat und es kommen wirklich keine Paare in seine Party, dann könnte man notfalls immer noch spontan drauf reagieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Leute quasi Solo spielen oder keine Ahnung. Also ich denke mal, die meisten werden ganz normal mit 2 Chars starten und dann halt auch ganz normal irgendeiner Party joinen und dann hat sich das.
Die Stats werden auf Level 15 resettet, aber nochmal auf 60. Ja. Skills nur 15, Stats auf 15 und 60. Gibt es für FEC noch Master Level? Ja. Was bringt das? Fast gar nichts. Ein CS-Pad, ein Cloak und eine zweite Stat-Page. Ich glaube, gerade zum Start werden keine Leute Probleme haben, eine Gruppe zu finden. Wenn man zu zweit reingeht, wird es so viele Partys geben. Eben. Tja, leider sagt mein Computer, dass er jetzt zum FEC pünktlich sterben wird. Meine CPU ist außer Rand und Band. Gestern ein bisschen Troubleshooting gemacht mit Restream Support. Und es kam einfach dabei raus, dass sie nicht wissen, was das Problem ist. Useless. Freaking useless. PNC entstaubt? Das wird nicht viel bringen, Sir. Wie ich erfahren durfte, ist meine CPU einfach ziemlich schlecht mittlerweile. Und ich schätze mal, die steht kurz vorm Abnippeln. Welche CPU habe ich? Ein Ryzen 7 1700. Mit 8 Kernen. Also so ungefähr 36 Generationen behind. Ungefähr 36 Generationen behind dem aktuellen Stand. Gibt es eine Klasse, die auch ohne MBP gut leveln kann auf ganz entspannt? Nein, du musst eine M machen, sonst spielst du falsch. Meinst du, es ist schlau, mit Party am Anfang auf Level zu lassen? Nope. Party immer auf Schaden. Diesen FEC also kein Paar-Buff Po? Vielleicht nicht, ne? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Wieso Region locked? Laut irgendeinem koreanischen Käseblatt? Laut irgendeinem koreanischen Käseblatt, ja. Aber Gala schweigt uns an und verrät uns einfach gar nichts. Also muss man mal bis Donnerstagvormittag warten, um zu sehen, ob das stimmt. Man wird es wohl erst beim Einloggen erfahren. Da ist der Main so weit im Mars Dungeon zu gehen, musste nach 5 Leveln wieder raus, weil M dann 15 wird. Ja und? Was ist so schlimm daran? Also, das wurde gestern schon gefragt. Also du nimmst lieber in Kauf, dass du insgesamt eine halbe Stunde länger brauchst, nur weil du dann die Job-Change in Anführungszeichen zeitgleich, man kann Job-Change nicht zeitgleich machen, vor allem nicht bei 2 unterschiedlichen Klassen. Wo ist da der Mehrwert? Du verlierst eine halbe Stunde. Wo ist dein Mehrwert? Du hast einfach effektiv eine halbe Stunde in den Müll geschmissen. Wo genau siehst du da den Mehrwert? Dass du kurz aus dem Mars Dungeon raus musst, das ist dein Verlust? Also ich gehe lieber kurz aus dem Mars Dungeon raus, als eine halbe Stunde zu verschwenden. Sir. This is crazy, by the way.
Hitze? Die CPU dürfte ziemlich heiß sein, ja. Aber ich habe nichts geändert seit letzter Woche, also... Wüsste nicht, was sich jetzt geändert haben sollte innerhalb von ein paar Tagen. Wenn es keine Ahnung, nach 12 Stunden so mit einem Chance die erste Job-Change durch beim FEC, werde ich auf jeden Fall das mit 2 Stars machen. Party auf 10 Leveln, damit ich es auf Schaden stellen kann. Yeah. Das ist gut. Selbst mit Party auf Level bis 15 max 30 Minuten. Das werden wir sehen, Sir. Dann kommen manchmal Event- und Server-Infos einen Tag vorher. Nö, wenn es losgeht. Du kriegst die Infos zeitgleich, wenn du deinen Charakter erstellst. Nicht eine Minute früher, letztes Jahr sogar eine halbe Stunde später. Letztes Jahr 10:05 Uhr und 10:25 Uhr. Und Serverstart war um 10. Cool, oder? Die EU-Server wäre toll, hast du einen besseren Ping. Der Ping war auf dem FEC bisher auch nicht so schlecht, dass du da so große Probleme hattest. War bisher auch nicht so schlimm. Jenat, danke für den Follow. Meinst du, selbst mit 3x ES20 Full Power-Ups macht es keinen Sinn, Party auf Level zu lassen bis 15? Aber du benutzt doch nicht bei beiden Chars 3x ES20. So. Doch. Naja, das ist ja was anderes. Aber du benutzt ja nicht bei beiden die FEC-Flask. Doch. Ja, gut. Das wird aber außer dir so gut wie niemand machen. Ich meine, das ist ein bisschen was anderes, würde ich mal behaupten, weil du dann wahrscheinlich wirklich in 20 Minuten Level 15 bist. Aber alle, die das nicht machen, werden wahrscheinlich deutlich länger brauchen. Vor allem mit Party auf Level. Wobei es natürlich sein kann, dass wenn jetzt wirklich die FECs gesplittet sind, dass es dann gar nicht so schlimm ist. Weil dann nicht 10.000 Leute auf einmal starten, sondern nur 2.000 oder 3.000. Was es dann eigentlich schon deutlich besser machen sollte, theoretisch. Wobei wir dann wahrscheinlich auch weniger Server hätten. Hätten wir wahrscheinlich auch nur 5 Channel. Dann kriegen wir höchstwahrscheinlich auch nur 5 Channel. Oder vielleicht sogar nur 4.
Es wird gesplittet. Ich habe gesagt, wenn gesplittet wird oder falls gesplittet wird, Sir. Bis jetzt gibt es dafür keine offizielle Info, theoretisch. Keine offizielle Ankündigung. Man wird es wahrscheinlich erst sehen, wenn du dich einloggst. Ist doch eine Weltmeisterschaft und keine Europameisterschaft. Ja, aber fürs PvP-Turnier ist es ja schon angekündigt worden, dass du nur mit Europäern zusammen ein Team machen kannst. Also Spieler aus Europa können nur mit anderen Europäern ein Team machen. Amerikaner können nur mit Amerikanern ein Team machen und Asiaten nur mit Asiaten. Und von dem her, es ist eine Weltmeisterschaft, aber dieses Mal ist es halt regional. Also quasi mit National Teams sozusagen. Also nicht länderbezogen, aber zumindest kontinentbezogen. Da wird geguckt, welche Nationen am meisten Cash machen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass das safe Deutschland sein wird. Habe extra neue Accounts erstellt für effizient, eben ein neues Video gesehen. Hast du sie nach dem 16. April erstellt, dann ist es ja okay. Wenn du sie davor schon erstellt hast, dann ist es nicht gut. Amis cashen auch gerne. Amis machen aber nicht mal 10% der Playerbase aus und Deutsche fast 20%. Also sage ich einen dicken, fetten Mittelfinger zu den Amis. Fucking Losers. Es kam im Interview vor Jax, aber das reicht ja nicht. Als offizielles Announcement. Oh, das ist halt aus dem Koreanischen übersetzt. Sehen TikTok-Tipp schon kaum offiziell FEC-Zeug gesplittet, bestätigt von Spielestyler. Das kann ja gar nicht offiziell sein. Wenn es von mir kommt. Das sind 20% Deutsche, 75 Pinoys. Nope. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut. 9,3 Amerikaner, 17, irgendwas Deutsche und knapp über 30 Philippiner waren letztes Jahr auf dem FEC. Also nur Deutsche und Filipinos machen über 50% aus. Plus Amis sind es über 60%. Das heißt, alle anderen Länder sind quasi fast komplett irrelevant. Kann man fast sagen. Aber die Koreaner werden auch stark vertreten sein jetzt. Nein, kein Schwein in Korea spielt Flav. Absolutely nobody in Korea spielt Flav. Ich denke, 99% der Koreaner wissen nicht mal, dass das Spiel existiert. Sir. Das ist nicht ein koreanisches Spiel? Ja. Wieso spielen dann 20% Deutsche und 35% Philippiner? Richtig, weil es in Korea niemanden interessiert, Sir. Und in Japan auch nicht. Und das sind die beiden Länder, aus denen das Spiel quasi kommt. They don't care about it. Wie kann es sein, dass da 99% Pabaf Po geschrieben haben? Naja, haben doch auch so viele Leute als Scherz geschrieben. Heißt ja nicht zwingend, dass das alles Pinoys waren. Vielleicht haben alle nur gesehen, die schreiben immer Pabaf Po und werden dann gebufft. Und dann schreibst du es und wirst auch gebufft. Running Gag, sozusagen.
Ich dachte gerade, die Koreaner mögen Grind. Ja, aber dafür ist Flive tatsächlich nicht mal grindlastig genug, glaube ich. Für die Ansprüche von Koreanern. Vielleicht gibt es in Korea eine große Flive-Propaganda von Gala aktuell. Ja, aber überleg doch mal. Das Game ist seit 3 Jahren released und jetzt fangen sie an, Werbung in Korea dafür zu machen. Wie beliebt kann das Spiel in Korea also sein? Wenn sie es 3 Jahre später erst releasen. Weißt du, normalerweise ist es umgekehrt. Ein Game wird in Korea released, ist dort unfassbar beliebt und dann kommt es 3 Jahre später zu uns. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt kriegen die Koreaner ihr eigenes Game 3 Jahre später. Was heißt das wohl? Dass das Spiel bei uns extrem beliebt war. Und jetzt wollen sie gucken, ob es bei den Koreanern auch gut ankommt. Also aka, sie haben keine Ahnung, ob die Koreaner das spielen wollen oder werden. Wenn die sich wirklich dafür interessiert hätten, würden die ja schon seit Jahren nach einem Server schreien. Und wenn das genug Leute machen würden, wird es den Server schon lange geben. Aber das hat wahrscheinlich einfach niemand gemacht. Außerdem kriegen sie jetzt ja immer noch keinen eigenen Server. Das heißt jetzt ja erstmal spielt man auf dem FEC. Und ich könnte mir vorstellen, dass Scala die Daten vom FEC probiert auszuwerten. Mit Regional IPs halt. Und dann zu gucken, wie viele Koreaner haben sie jetzt angemeldet. Und dann entscheiden zu können, nach dem FEC, reicht das, damit die Koreaner einen eigenen Server kriegen? Oder sind das so wenige, dass sie sich nicht mal die Mühe machen, überhaupt einen koreanischen Server zu starten? Könnte ich mir gut vorstellen. Hier besteht die Option Delete My Account. Jetzt frage ich mich, ob man da die E-Mail und den registrierten FEC-Namen nochmal neu usen kann. Vermutlich nicht. Sir. Vermutlich nicht. Ich würde es nicht machen. Einfach nochmal einen neuen Account erstellen. Bin so unschlüssig, welche Charts ich spielen soll auf FEC. Aber auf Buro Blade und der M würde gerne etwas anderes spielen, aber für 8 Charts eher weniger Zeit, aber würde gerne was anderes als Blade spielen. Gleich zweimal. Auch gerne AOE, aber irgendwann Giants hunten. Du willst AOE spielen und Giants hunten, dann spiel Ranger. Ranger it is. Nicht Blade und AOE und Giants ist gleich Ranger. Was gab's? Silent Scream? Sollten alle VPN nutzen und koreanische IP nehmen? Das wäre eine schlechte Idee bei einem europäischen Server. Ich glaube, ich mache auch einen neuen Account und lade einfach nochmal 40.000 FK auf. Ey. Kameramann tot. Ja. He dead. He dead and he ain't coming back. Wie viel FN gehst du in den Serverstart rein? 0. Sir. 0. Free to play 1v1. Yeah. Yep. Ich bin auch total unschlüssig, ich will 1v1 leveln und Geeks farmen, schwanke zwischen Knight und Ranger. Dann wirf eine Münze. Im Notfall. Oder entscheide ich auf Level 15 spontan. Bereue ich es, wenn ich als Zweitschein BP nehme? Jupp. Statt einem M. Wenn du das machst,
wirst du spätestens auf Level 75 dein Leben hassen. Und wirst dich fragen, warum zur Hölle du so eine massive Fehlentscheidung getroffen hast. Schlimmster Fehler deines Lebens, wenn du das machst. Hab Beweise, er hat 90k aufgeladen. Gestern hat er sich extra nochmal informiert, wie viel man da zahlt mit MyCard. Ey, das war für die Culture. Das habe ich nur für die Culture gefragt. Ist der Single-Target-Skill vom Psy stärker als der von Elle? Jein, ja, jein. Also der DPS von Elementor ist besser als von Psy im Endgame. Macht Elementor mehr Damage, weil er seine eigenen Skills buffen kann mit Elementschaden. Das wäre nur dann nicht so, wenn das Monster kein Element hat, theoretisch. Ansonsten müsste Elle mehr Schaden machen. Im Endgame. Also im Early Game ist wahrscheinlich Psy stärker. Vor allem, weil er halt nicht elementmäßig noch von irgendwas abhängig ist. Aber im Endgame ist Elle stärker. Aber es ist eigentlich irrelevant, weil der 1v1-Damage von beiden ist kacke. Und du sollst niemals einen Psy oder einen Elle spielen, weil du viel 1v1-Schaden machen willst. Dafür sind die Klassen, dafür gibt's die Klassen nicht. Die sollen keinen Single-Target-Damage machen. Das ist nicht in ihrer Aufgabe. So. Hab schon 3 EM hier rumstehen und 0 BP. Ja, aber BPs sind ja auch nutzlos. Zumindest wenn du ihn mit der M vergleichst. In der Supporter-Rolle. Da sind die ja auch freaking nutzlos. Kann man jetzt zwischen Knight und BP entscheiden? Dann mach lieber Knight und BP und RM, bevor du einen scheiß BP als Support nimmst. Aber was willst du mit einem BP als Support? Der ist ja dann eh nutzlos. Also mit dem kannst du dann eh nicht leveln oder Giants töten oder irgendwas. Der müsste ja dann Full Int sein, wenn überhaupt. Wenn neue Accounts am 16.04. um 21 Uhr stellt, kriege ich dann noch Rewards vom Event. Vermutlich. Du könntest es einfach mal ausprobieren, indem du einen neuen Charakter auf zum Beispiel, keine Ahnung, La Wolf registrierst und dann, ob du das Android-Event siehst. Kannst du ja nachschauen. Aber 16.04. war das Event ja schon live, also ja. Sollte gehen. Android-Event. Android Level Reach. Reward-Event. Warum sind sie nutzlos, wenn die auch voll int sind? Weil sie kein GT haben und GT ist der beste Buff im Spiel. Kein SF, kein Product, kein GT. Und GT ist der beste Buff im Spiel, Sir. Verzichte nur auf SF und GT? Wieso nur? GT ist besser als alle anderen Buffs. Das ist der beste Buff im Spiel, den du dann einfach nicht hast. Als einziger Spieler auf der Welt hast du dann kein GT. Das ist wie wenn du absichtlich eine Klasse spielst, die nochmal 100.000 Schaden weniger macht, gefühlt. Und du denkst, das macht keinen Unterschied. Das ist crazy, Sir. Das ist Wahnsinn. Sie sind verrückt, Sir. GT ist der beste Buff im ganzen Game. Da sind so viele Monster, ich kann literally keine Skills benutzen. Hat hier gerade jemand 5 gesagt?
Du meinst Swing? Fliff? Da spricht man doch nicht Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Das ist das, ob du 1v1 Battle AM spielst. So ungefähr, ja. Das ist die most underrated Klasse. Gibt's eigentlich keine. Ich werde vor kurzem, vor einem Jahr hätte ich noch Elementor gesagt, aber Elementor ist mittlerweile ziemlich beliebt. Endlich. Die Menschen haben erkannt, wie geistesgestört gut diese Klasse ist. Elementor war mal für eine gewisse Zeit die unbeliebteste Klasse im Game für ein paar Monate. Und jetzt ist sie fast auf Platz 5. Also 5 beliebteste Klasse. War mal auf Platz 8. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Geistesgestört. Aber das ist vorbei. Und jetzt aktuell würde ich sagen, ist das Ranking ziemlich gut. 1 Ranger, 2 Blade, 3 Billposter, 4 Knight, 5 Elementor. 5 Billposter. Moment, was habe ich gesagt? Also 1 ist Ringmaster, aber das ignoriere ich immer. Dann 2 Ranger, 3 Blade. Dann Billposter Knight, 3, 4. Also ja genau, 3, 4, also 5 quasi Elementor. Dann Jester, Psykeeper. Also wie gesagt, plus 1 RM noch. Also ist schon eigentlich ziemlich akkurat, würde ich sagen. Also Jester unbeliebteste, Psykeeper zweitunbeliebtester. Und Ringmaster, wie gesagt, ausklammern, weil zählt nicht. Ist nicht fair, weil jeder hat ja einen Ringmaster. Das zur allgemeinen Beliebtheit dazu zu zählen, wäre kompletter Unfug. Und ja. Ich finde, momentan ist das sehr gut.